Rückenschmerzen von den gestrigen Anstrengungen am Phnom Kolen. Viel Schlaf gab es nicht, denn wir müssen früh um 7 Uhr los. Am Ufer des Siem Reap-Flusses wartet ein Boot auf uns, das uns den Tonle Sap hinaufbringen soll. Das Tagesziel ist Battambang. Yeah, together all here. Die Station wirkt etwas unkoordiniert. Der Wasserstand ist niedrig. Unser Boot schwimmt im braunen Wasser, tief unten im Flussbett. Ohne langes Zögern beginnen wir mit dem Beladen. Sitzreihen werden ausgebaut, um Platz für die Mopeds zu schaffen. Zuverlässig wirkt das rostige morsche Boot nicht. Es gibt keine Rampe. Wir heben die Hondas in den Laderaum. Wird schon schief gehen, wie man hier in Wien sagt. Der Captain hilft eifrig mit, scheint ganz sorglos zu sein. Warum sich selbst Sorgen machen, wenn die Einheimischen ruhig bleiben? Ohne lange Wartezeit geht's los. Wir fahren Richtung Tonle Sap. Die Maschine ist unglaublich laut. Der Plan ist, so weit wie möglich flussaufwärts zu fahren, so wie es der niedrige Wasserstand zulässt. Ein konkretes Ziel gibt es nicht. Ich muss an Heart of Darkness von Joseph Conrad denken. Ich fühlte plötzlich, wie groß, wie unheimlich groß das Ding war, das nicht sprechen konnte und vielleicht ebenso wenig hören. Was war dort drin? Ich konnte sehen, dass ein wenig Elfenbein von da herauskam und hatte gehört, dass er kurz dort drin war.
schwimmende Dörfer zu. Sie haben sich in den letzten Jahren zu ekelerregenden Touristenstationen entwickelt. Die Worte des Simon Marlow kommen mir in den Sinn. Und ich hörte ihn, sie, die Stimme, andere Stimmen. Sie alle waren so wenig mehr als Stimmen und die Erinnerung an die Zeit selbst umgibt mich. Unfassbar, wie ein ersterbendes, ungeheures Geschnatter. Dumm, grausam, schmutzig, wild oder einfach gemein, ohne jeden Sinn. Wir erreichen die Mündung des Sunker Rivers, der sich kilometerlang, Kurve links, Kurve rechts, wie eine Schlange durch die Landschaft zieht. Gesäumt von ärmlichen schwimmenden Dörfern und Fischfangstationen. Das laute Knattern der kleinen Ute begleitet unseren Weg. Stundenlang folgen wir dem Flusslauf. Hin und wieder schrammen wir über den Grund. Weit werden wir wohl nicht mehr kommen. Dass wir an einer seltsamen Station angekommen sind, merke ich erst, als wir anlegen. Material liegt wie wild verstreut am Ufer. Aus einem Lautsprecher dringt ohrenbetäubend laute Musik. Boote knattern an uns vorbei, wir rasten erstmal. Danach sucht unser Captain einen Platz zum Anliegen. Dann sind wir hier irgendwo die Mopeds entladen. Never. Irgendwas passiert hier. Definitiv. Aber es kann doch wohl nicht sein, dass wir über so eine Rampe da jetzt die Mopeds abladen sollen. Etwas ungläubig beobachten wir das ganze Treiben. Irgendwie schafft man es, das Boot näher ans Ufer zu bringen. Wir laden aus. Got it? Bald tauchen mehr Kambodschaner auf und helfen uns bereitwillig. Moped für Moped wird aus dem Bootsrumpf entladen und ans Ufer gezogen. I'm not sure this is going to end well. Tiếc sai, mệt sai rồi. Tiếc sai của cô Châu đi tiếp. First one.
Cho chị ta ô tô đại chi rồi nhờ phun anh chung từ rồi à không ai thôi tụi bay chơi nghe lông ơi bá chạy Das hier war unsere Moped-Abladestation gerade. Also so direkt am Fluss. Übrigens, den Auspuff haben sie hier noch nicht erfunden. Durch ein Wunder haben sie aber eigentlich alle 7 Mopeds geschafft. Wir wissen zwar nicht ganz, wo wir jetzt hier sind. Straße gibt es keine, aber wie immer werden wir das schaffen. Ich muss gestehen, das hier ist einer der seltsamsten Orte, an denen ich je gewesen bin. Die Fahrt durch die völlig chaotische Station habe ich leider nicht auf Kamera. Mein GoPro-Akku hat beschlossen, nach 3 Sekunden den Geist aufzugeben. Ein Einheimischer bringt uns noch ein paar Kilometer weit, bis wir auf einen Weg treffen. Nach einiger Zeit halten wir in einem kleinen Laden, stärken uns und genießen den Schatten des riesigen Baums. Alles wirkt friedlich. Die Ruhe wird nur von einem Moped-Knattern unterbrochen. Famous sound. A couple of no equal. Die Auswahl ist nicht groß. Ich entscheide mich für einen kambodschanischen Energy Drink. Auf holprigen Feldwegen geht es weiter Richtung Battambang. Mehr und mehr wird es wieder zivilisierter. Den Blechhütten folgen ziegelgebaute Häuser, wir überholen Autos und LKWs. Bald befinden wir uns wieder auf asphaltierten Straßen. Wir erreichen Battambang. Bevor es ins Hotel geht, haben wir aber noch ein Ziel. Etwas außerhalb der Stadt gibt es einen Berg mit einem beeindruckenden Naturschauspiel. Jeden Tag zu einer bestimmten Uhrzeit verlassen Millionen an Fledermäusen eine Höhle und fliegen hinaus in den abendlichen Himmel. Die Sonne steht bereits tief. Es scheint, als wären wir genau zur richtigen Zeit angekommen. Bei dem ein oder anderen Bier staunen wir über das Naturschauspiel. Wie viele Fledermäuse das sein mögen, lässt sich nicht erfassen. Vielleicht liegt's am Bier. In der nächsten Episode. Wir reparieren unsere Mopeds, fahren mit dem Bamboo Train
und hören tolle Live-Musik